Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Wir befinden uns im wunderschönen Berea Heart. Ich habe immer noch einen Bonding Point, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin jetzt offscreen noch mal eine Runde gelaufen, so frei nach dem Motto neuer Tag, neues Glück, und bin ich fündig geworden. Ich habe beim letzten Mal den Punkt gesucht, wo ich diesen... ich habe den Punkt gesucht, wo ich den Punkt einlösen kann, und ja, habe den einfach nicht gefunden. Deswegen würde ich sagen, lasst uns einfach auf das rote Ausrufezeichen zusteuern, und vielleicht kommen wir ja noch in einen Abschnitt, wo sich das irgendwie triggern lässt oder so. Mal schauen. Ansonsten haben wir den verloren, und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wo ich was übersehen haben soll. Ich komme da jedenfalls nicht drauf. The Berea family mansion is currently under our control. I have to say, though, it's rather nerve-wracking for us to be stationed in such a noble-dominated area. There's no need for you to be concerned, of course. Our presence won't alarm the citizens as much as the armored divisions would. Berea Heart certainly is a beautiful city. I'd like it if we could prevent any more misfortunes from taking place here. Ich glaube, da werdet ihr viel beipflichtendes Nicken von den anderen Bewohnern bekommen. Good day, we've received word to let you all pass. I expect users of Berea should be inside at the moment too. Siehste, dann kann ich den ja hier gar nicht irgendwo anders anquatschen. Ich muss ja rein ins Gebäude. Ich habe auch überlegt, ob ich das irgendwie google. Aber mir war die Gefahr zu groß, mich zu spoilern, weil wer weiß, was hier alles noch in Berea Heart passiert im Laufe des zweiten Teils. The size of this place never ceases to amaze me. Both the Duke and Scarlet are being held here, I think. Enter. Warte mal. Ich mal noch mal eine Sache kurz. Wie bin ich eigentlich? Es ist nämlich heute eine neue Aufnahmesession. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich mit den Einkäufen verfahren bin. Hatte ich hier neues Zeug einzukaufen? Ich muss mal ganz kurz, ich beeile mich. Beim Waffenhändler gab es auf jeden Fall nichts. Ich bin jetzt hier in diesem General Store. Keine Ahnung, wie dieses Einkaufszentrum hier heißt, aber ich nehme jetzt hier nochmal 2 von denen schon mit. Er kann sie ja angelegt bekommen, weil hier nichts irgendwie zurückgeht. Und ich würde dann, wir können ja hier ganz komfortabel auch navigieren. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht in die Factory rein, sondern nur mich hier in diese Artisan Street reinbegeben, weil hier war ja noch ein zweiter Laden. Das hätte ich mir im Vorfeld durchaus mal angucken können, aber ich versuche das hier möglichst kurz zu halten. Also nicht, dass wir jetzt in die nächsten Ereignisse geschmissen werden und dann vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit haben, Zeug einzukaufen. Ich glaube, mein Schuheinkauf war gerade wenig sinnvoll, weil diese Schuhe hier vermutlich besser sein werden. Eigentlich könnte ich das Spiel nochmal neu laden. Und ich erinnere mich jetzt auch wieder, ich habe davon jeweils 1 gekauft, weil ich davon ausging, dass ich das irgendwann mal jemandem anziehen kann, der es gebrauchen könnte. Ich belasse es mal dabei, lade das Spiel neu und wir gehen jetzt Uses besuchen, okay? So, dann habe ich jetzt nämlich mein Geld wieder und wir sind genau dort, wo wir gerade eben begonnen haben. Ich quatsche nochmal kurz mit denen und drücke das ja einmal durch, nur für den Fall, dass im Hintergrund dadurch vielleicht irgendwas ausgelöst wird. In manchen Spielen ist das ja so. Okay, jetzt aber. Unnötiger Hickhack, aber lieber einmal zu viel absichern als zu wenig, nicht? So, enter the Berea family mansion. Go for it, Rin. Go, go, go. Alter Vater. Der Inbegriff von prunkvoll. Aber ich mag diese Farbgebung und wie das hier so designt ist. Ich finde das schön. Also mir wäre das ein bisschen zu überdimensioniert, aber man sieht ja auch manchmal solche überteuerten... Damn, this is incredible. It's not as grand as Valflame Palace, but I doubt you'll find many mansions this fancy. Ich habe auch schon oft solche Sachen in Videospielen gesehen, die ich halt so von der Einrichtung her nicht so schön fand, ne? Auch die pompösesten Schlösser und so. Ist halt mal so, mal so. The Duke's residence is certainly befitting of his status. You came after all, Reen. Yeah, I was kinda hesitant to come and visit in case I got in your way, though. No, it's fine. Everything is largely settled here now. I will leave the rest to you, then. As you wish. Leave everything to us.
and we will strive and make things as comfortable for your father as possible. You have my thanks. He's Captain Claire's adjutant, isn't he? Indeed, and quite a skilled one at that. He and his men will be managing the mansion together while keeping my father in custody. At least until the war comes to an end. Oh, right. There's no need to look so glum. He deserves to answer for his crimes much like others. He should be grateful he hasn't been handcuffed and thrown in a cell. I guess that's one way of looking at it. Oh, yeah, Scarlett's here too, right? She's currently receiving treatment in the annex. She remains bedridden, but her life is in no real danger, or so I hear. That's good. If you'd like to speak with her, you should go and pay her a visit. Meanwhile, I'll be going to my room to get ready for departure. If you need anything at all, feel free to come by and see me. Thanks, Eustace. Will do. Wait a sec. Where is his room anyway? I don't know where the annex Scarlett's in is either. I guess I'll have to ask someone. Wahrscheinlich. Also ich werde dir da auch nicht helfen können, Reed. Wobei ich habe die Karte. Ich könnte uns zumindest ein bisschen lotsen. Was wollte ich sagen? Das ist das erste Mal, dass wir uns hier frei bewegen können. Also ich finde diesen Ort echt schön. Also, weiß ich nicht. Also ich mache das auch mal sehr stark von Farben abhängig, muss ich dazu sagen. Ich bin sehr farbenaffin. Klar sind so architektonische Punkte auch hier und da immer durchaus relevant, so für mein Urteil. Aber da hat halt jeder auch andere Präferenzen, ne? Hey, Ruri! Irgendwie ist der Name cute. Oh, hello. Are you looking for Lady Scarlett's room? It's quite far down the corridor on the annex's first floor. Thanks. How do I get to the annex, though? My apologies. Turn left here and make your way out into the courtyard. There is a path on the right side of the fountain, which, if you follow, will... I think I understand where to go now, and that it's going to be a really long walk. Do you have some business with Lady Scarlett? Her room is near the end of the corridor on the first floor of the annex. You can reach it by taking a left here. Also, ich würde mich ja auch verlaufen, aber Reen, wir haben eine Karte. Wir sind nicht komplett lost, wir wissen uns zu helfen. Daran müssen wir einfach nur ganz fest glauben. Hier ist laut Karte aber eigentlich gar kein Durchgang. I think I'd better not try and go this way. I'd probably just get lost. Ja, aber du wirst wahrscheinlich auch lost sein, wenn wir den normalen, regulären Weg entlang laufen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Guten Tag, der Herr. Hallo, Hudson. Good day to you. Please leave everything here in our hands. His Grace is confined to the mansion, but he is permitted a degree of freedom within its walls. Rest assured that the terrorist S is being treated with care as well. The terrorist S. Okay. Good day to you. Please leave everything here in our hands. His Grace is confined to the mansion, but he is permitted a degree of freedom. Bin ja gespannt, ob wir den Duke ja auch irgendwie zu sprechen kriegen oder ob wir den in seiner Zelle oder in seinem Freigangsradius irgendwie angetroffen kriegen. Oh, are you looking for Lord Eustace's room? Please turn to the right here. You'll find it at the very end of the hall on the right wing's third floor. Oh, I see. Thank you very much. That said, His Grace and Lord Eustace have a lot on their minds at the present. Please do try to be quiet while inside the mansion so as not to disturb them needlessly. Of course, I'll be as quiet as I possibly can. If you are looking for Lord Eustace's room, you can reach it by turning right here. Lord Eustace does seem to be rather tired, however, so please try to be as quiet as possible while inside. Ja, wir sind eh nicht gerade dafür bekannt, die lautesten zu sein. Kisella, mach dir da mal keine Sorgen. So, hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. I think I'd better not try to and go this way. I'd probably just get lost. Wie ich heute mit den simpelsten Wörtern irgendwie meine Schwierigkeiten habe. Gar nicht gut. Das missfällt mir. Duke Quarters. Ich fange jetzt mal bei Eustace's Room an. Obwohl, nö, mach ich doch nicht. Es ist mir irgendwie zu imposant aufgemacht gerade. Da fange ich lieber hier an.
So, und wer bist du? Arnold. Ich glaube, mit dem haben wir aber schon mal irgendwo gesprochen. Der lief doch auch mal draußen rum, oder? My apologies, but His Grace has firmly expressed that he does not want to meet with anyone at the present time. I must ask you to turn back. Of course, sorry to disturb you. Lord Eustace has given me instructions on how to handle matters here in the province. Maintaining the status quo here should be possible without his direct assistance. The railway military police have been showing great consideration towards us as well. As such, I ask that you don't concern yourself with matters here. They are all being taken care of. Ich frage mich, was er machen würde, wenn ich jetzt einfach durchrennen würde. Oh, das ist neu. Oh, der sagt neue Sachen. Lord Eustace has given me, das kennen wir. His Grace is not in the greatest of moods of late. But please leave everything here to me. All is being taken care of. Der hat 3 Sachen gesagt. Daran muss man sich auch immer erstmal gewöhnen. This way leads to Duke Alvare's private room. I don't think this is the time to be visiting him. Ich denke, es ist genau die richtige Zeit. Jetzt einfach mal vorpreschen und ihn komplett stressen. Darauf hätte ich jetzt Bock. Aber nein, wir benehmen uns. Wir haben gelernt, uns zu benehmen. Beziehungsweise ein Glück, dass wir ihn haben. Wenn ich könnte, würde ich da durchgehen. So, hier ist jetzt mein letzter Bonding Point. Okay, gut, dass ich da nicht mehr Zeit drin versenkt habe. Ich war ihn trotzdem den 1-2 Minuten hinterher, aber die sind verschmerzbar. There's a copy of a car magazine called Imperial Car Yearly here. Wow, this thing has so many new models in it. This coloring might actually work well on the bike, come to think of it. Oh, Windy Coloring. Klingt nach was Grünlichem. Irgendwie. Also ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass da irgendwann nochmal eine Farbe kommt, die mir taugt, weil die mir alle immer zu blass sind, so für so ein Fahrzeug, sage ich mal. So, Jusis, das ist also dein Zimmer. Ich dachte gerade, da steht ein Weihnachtsbaum. Nee, er hat hier Rosen. Okay, irgendwie stilvoll, aber ja, auch ein bisschen unspektakulär, ne? So, aber jeder so, wie er mag. The RMP should be able to take care of the mansion for the time being. Perhaps this is a chance for me to take one of the horses out for a final ride before I leave. That sounds kind of fun, actually. Yes, klar. Mind if I join you, users? I haven't seen any of your family's horses since that race we had. Not at all. That gives me an idea. In fact, come with me. Where? Da, wo er seine Pferde hält, bestimmt. Dann geht's raus in die Natur, das wäre meine Vermutung. Rin borrowed one of the horses from the Alvarea mansion, while Eustace rode another. Together they set off on horseback towards Oros Canyon, with Eustace taking lead. Da konnten wir jetzt zu Fuß noch nicht hin. This is where we had our duel before, isn't it? Why'd we come out here? Oh nö, bitte kein Kampf jetzt. Macht er hier voll einen auf Sarah. Draw your sword, Rin. I'd like to request another duel with you. Eustace? Do you remember what you told me during our field study here? You claimed that there was something honest about the way I fought, and that it was because I learned my swordsmanship from someone I trusted. I did, didn't I? My trust in my brother has not faltered. However, because of that trust, I fear that when the time comes to fight him, my sword will be hindered by hesitation. I dread the day that I will have to turn my blade upon my own brother. I'm not proud of it, but that's how it is. I can hardly blame you, Eustace. Anyone in your position would feel that way. Perhaps, but that's why I'd like to face off with you, Rin. Whether I win or lose, I believe our duel will allow me to cast away my doubts. And through that, I should be able to better trust in my own convictions, regardless of whom I may face. I realize that this is a somewhat selfish request, but please, this is important to me. Am I even allowed to say no after that speech? It's not often you ask for favors like this either. So sure, let's go. Vielleicht ist das sogar ein Kampf, den man verlieren muss? Oder ist das geskriptet? Just know that I won't be holding back. Nee, die Musik sagt was anderes, kein Skript. Hit me with all you've got. With pleasure.
Oh, as Reen and Uses began their duel, putting all of their strength into the battle. They cleared their heads of all distractions, their focus purely on trying to be the victor. With that, the fight continued on until... okay, ich muss doch nicht kämpfen. Finde ich gut. Ich hätte sonst überlegt, ob ich ihn nicht vielleicht sogar gewinnen lassen würde, damit er sich vielleicht besser fühlt. I don't think I can move another muscle. Neither can I. Even in real battles, it's not often that I fight to the point of exhaustion. I think it's because we can read each other so well that we're able to fight to this point, really. Granted, I could see Master Kafai and Viscount Arcade keeping it up the whole day without getting tired or bored. We're not them, but I still think we did pretty well for a couple of teenagers. Agreed, it was fun in our own strange way. Thank you, Reen. I feel as though I can now go forth and fight with that same honesty yet again. I may have been taught by Rufus, but it was Class 7 who helped me to further develop my skills. No need to thank me, I'm just glad you were honest with me and asked. That was beyond awful. Okay. Ja, im Kanon lachen kann ich leider nicht, dafür fehlt ja eine weitere Person, aber kann es sein, dass sich da so eine leichte Bromance anbahnt? Ich habe das Gefühl, dass Reen und Eustace irgendwie eine tiefere Verbindung zueinander haben, als zum Beispiel jetzt zu Markias oder Gaius. Afterwards, they somehow managed to summon up the energy to get on their horses and return to Bereahard. Your bond with Eustace strengthened. Jawohl. Der ist, glaube ich, auch der Dude, mit dem ich hier die höchsten Bonding-Werte habe, also von den männlichen Charakteren. Der hat ja damals auch den Vorrang bekommen bei dieser heißen Quellenszene da. Ich wette, das hat irgendwie Symbolkraft, dass er Rosen gerne mag. Guck mal, wie hässlich das grafisch ist. Ich achte eigentlich nicht so auf sowas. Ich meine, aus der Ferne sieht das gut aus, ne? Aber einfach so Papierstückchen rangeklebt. Kann man mal machen. Thank you for joining me, Reen. I feel as though I can finally put faith in my swordsmanship now. So, let's keep moving forward without fearing whatever future awaits us. Machen wir. Thank you for joining me, Reen. I feel as though das kennen wir awaits us. Okay. Also, das Zimmer ist schon pompös und irgendwie schön, ne? Aber es ist so, ich dachte, hier würden mehr Elemente sein, die so Uses irgendwie ausmachen. Und eigentlich sind nur die Rosen wirklich auffällig. Und hier vielleicht, ja gut, Schach haben wir hier auch. Hat er bestimmt extra für Markias gekauft. Ich meine, es lohnt sich in solchen Spielen ja öfter mal, sich die Zimmer von Leuten genauer anzugucken. Ne? Weil das, was die individuell ausmacht, und Falcom hat ja eine gewisse Liebe zum Detail, da habe ich oft das Gefühl, dass dann eben nichts dem Zufall überlassen wird. Ach, da hinten war ich ja schon, da ging es ja gar nicht rein. Dann können wir jetzt zum Annex mal rübergehen. Ich hoffe, ich habe hier keine Person ausgelassen. Nicht, dass mir am Ende irgendein Rezept fehlt, was ich nur hier bekommen kann. Scarlet's Room. Oha. Das sieht aus wie ein Hotel irgendwie. Na, glaubst du uns, dass wir authentisch sind und rein dürfen? Ich glaube, das ist ein Ja. Oh. I knew it would be you. Did you come to listen to me whine and complain about you? I know you didn't want me to save you, but you don't have to hate me for it. I was just joking. I don't care what happens to me. Whether I live or die or get executed as a terrorist, what happens, happens. Stop being so flippant about the whole thing. But you seem to be a little more cheerful than I was expecting you to be. I'm glad. Well, it sounds like you're doing all right at least. That's good. My only complaint is that I wasn't allowed to ascend to heaven like I wanted to. But perhaps this is just how it was meant to be. I wish I could tell you. You said you used to be a sister, right? You mentioned something about training over in Arteria, too. I did, though that training was a long time ago. That really takes me back. So that wasn't a lie? Sorry. It wasn't that I didn't believe you, it's just...
I'll have you know I grew up in one of the most pious families in the country. Hard as that may be to believe. I was so happy when I was first invited to join the church. I doubt you'd know, but the church is a fairly complex organization with plenty of divisions within it. The part I was invited to join was an organization called the Congregation for the Sacraments. They're a group full of immensely skilled people who take on some unique missions, to put it mildly. It made me happier than you could imagine to be recognized by people like that at such a young age. I didn't have any special abilities of my own, but I left home, trained my hardest, and eventually became a squire. A squire? As in a kind of knight? I thought you said you became a sister. Unless you're saying the church has knights too. Ugh, I'm getting confused now. Anyone would be in your position. Their image of the church begins and ends with priests and mass. As it was, my days in Arteria came to an abrupt end. Just before I went out on my first mission, I got word of what had happened. I hurried back to Erebonia as fast as I could, but I was too late to do anything. Lady Scarlet, I think you should get some more rest. Sorry, I didn't mean to make you strain yourself. You really are a softie. If you want to hear the rest, you'll have to come back another time. So, if you're interested. It's hard to imagine someone going from being a sister to a terrorist, but that's just what happened. I'm still convinced that it would have been a waste for her to have died back there. I'm glad she seems to have calmed down for now. I'll have to come back another time to see how she's doing. Ich musste bei ihrer Erzählung gerade ein bisschen an Reese aus Trails in the Sky Third denken. Und da ist mir aufgefallen, so rein von der Haarfarbe her gibt es da auch eine gewisse Ähnlichkeit. Könnte es da eventuell eine Connection geben? Das Problem ist, dass Trails in the Sky schon wieder so weit weg ist aus meiner Erinnerung, dass ich den Background von Reese im Detail gar nicht mehr kenne. Aber, vielleicht eventuell. Scarlett's medical treatment is still ongoing, I think. Still, maybe I'll get a chance to visit her again in the future. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir das beantworten lassen wollen würde. Aber ich glaube, noch wäre es zu früh. Also noch nehme ich die Spannung gerne mit und lasse mich da überraschen. Von daher bitte nicht in die Tasten hauen und das lüften. Ich guck mal, was da noch kommt. Also mit Abschluss von Teil 2, wenn bis dahin keine Antworten folgen werden oder nichts Eindeutiges, dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Wobei, dann würde ich das wahrscheinlich auch recherchieren. Wobei, nee, das würde ich nicht machen, weil ich habe ja noch Teil 3 und 4 vor mir. Also vielleicht geht es ja da noch irgendwie weiter. The ladies and gentlemen from the RMP have all been very polite and kind. They've been even doing all they can to help with Lady Scarlet's treatment. I'm not sure whether these are good times or bad times that we're going through at the moment, but nothing that happens will change what we must do, which is to serve this mansion and its residents. The ladies and gentlemen from the RMP have all been very polite and kind. Ich bin gerade am Überlegen, ich meine, die RMP, die genießt ja, je nachdem mit wem du sprichst, einen sehr unterschiedlichen Ruf. Aber ich glaube, der Haupt-O-Ton ist schon, dass das anständige Leute sind, die gut mit anderen auch umgehen, oder? Ich glaube, das kommt immer dann, wenn die mit anderen Armies irgendwie aneinander krachen. Da gibt es dann immer die einzig negativen Töne. Aber so in den meisten Fällen äußern sich die Leute eher löblich über die Railway Military Police, würde ich sagen. Good day to you. Please leave everything here in our hands. His Grace is confined to the mansion. Das hier kennen wir doch schon. Aber die eine Maus hat gerade was anderes gesagt. Lord Eustace was up all night instructing Arnold on how to govern the province during his absence. I suppose he means to leave after all. It's going to be rather lonely in the mansion without him. Lord Eustace was up all night instructing, I suppose. Ja, nein, er wird hier nicht auf Ewigkeiten bleiben. Ich hoffe, er reist bald wieder mit uns. Lord Eustace has given me instructions. Das hier ist wiederum
das alte. Ja, genau. Okay, also 2 Leute haben was Neues gesagt und 2 halt nicht. So, wie sieht es bei Uses aus? Hier kam ich ja nicht weiter. Es sei denn, das Spiel lässt mich jetzt. Aber wenn das nicht so gelb markiert ist, dann vermutlich eher nicht. Ich finde es nur spannend, dass du hier so ein Auswahlfeld mit Ja und Nein hast, wenn du sein Zimmer betreten willst. Warum hat man das so gemacht? Thank you for joining me, Rain. I feel as though I can finally put faith in my... Okay, so. Wir sind damit officially durch mit dem Anwesen der Albarayas. Wir können mal gucken, dass wir uns anderen Zielen widmen. Wobei, ich habe kein rotes Ausrufezeichen. Was ist denn da für ein komischer Punkt über dem Wort Noble? Seht ihr das? Hä? Also ich vermute, dass jetzt hier in der Eingangshalle gleich was passiert. Dass Justus sich anschließen wird, uns erklären wird, warum er jetzt mit uns kommt. Und dann geht's wieder zurück auf... Nee, also aufgehalten wurden wir nicht. Vielleicht hier draußen jetzt. Sagt ihr jetzt was Neues? You fought valiantly in that night of yours. Judging by your skill, I'm sure that you'd be able to fight on equal footing with the Azure Knight now. We wish you luck in the upcoming battles. Dankeschön, sagen was Neues. You fought valiantly. Ja, danke. Lob ist angekommen. The Aberraya family mansion is currently under our control. I have to say, though, it's rather nerve-wracking for us to be stationed... Das hier kennen wir wiederum. Ey, nach welchem Prinzip die immer neue Dialoge hier einbauen, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. So, Preisfrage. Wo muss ich jetzt hin? Ach, zum Airport bestimmt. Ich glaube, da war vorher auch schon der rote Marker gesetzt. Deswegen habe ich den jetzt gerade in der Menschen nicht gesehen. Das ergibt ja irgendwie Sinn. So, aber jetzt ist auf jeden Fall der Bonding-Counter wieder auf 0. Das ist schön. Das heißt, wir haben alles gemacht, was wir jetzt machen können. Ich hoffe nur, dass ich beim Einkaufen nicht auf irgendwas jetzt verzichtet habe, was mir später auf die Füße fällt. Aber bin jetzt mal positiv. Warte, bevor wir jetzt hier weitergehen, ich will nur gucken, ob ich jetzt eventuell Baraya Hard verlassen kann, nachdem wir bei Uses waren. Weil ich glaube, bei den letzten Versuchen hieß es immer... Ach nee, hier erzählt er jetzt davon, dass er Rest braucht. Ich meine, der hat beim letzten Mal immer gesagt, nee, wir müssen noch bei Uses vorbeischauen oder so, aber vielleicht ist das auch falsch. Warte mal. Ich will nur einmal kurz nochmal hier gucken. Act 2. Hier. I met with Scarlet. I have to ask her for more details. Uses seems to be in his room. Ja, aber hier stehen nicht die nächsten Schritte. Ich wollte nur gucken, weil dieser Rest-Hinweis, der suggeriert irgendwie, dass vielleicht was im Hotel noch passieren könnte. Ich will nur einmal kurz schauen. Nee, da war nichts, alles gut. Wir können jetzt direkt zum Airport. Ey, ich hoffe, die Entwickler sind jetzt nicht so ultra gemein und haben jetzt hier in dieser Zwischenphase irgendwo eine Hidden Quest noch versteckt. Das wäre ja mal richtig gemein. Weil eigentlich habe ich ja jetzt keinen Hauptstory-Brocken abgeschlossen. Ich habe ja nur quasi den nächsten etwas angekratzt, ohne ihn abzuschließen. Wenn ich jetzt hier die Courageous betrete, dann eskaliert wahrscheinlich wieder alles. Aber I'm ready for it. Gib mir Eskalation, kann ich mit leben. Should I go back inside? I feel like there's still more to see here. Oh nö, warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Das ist so, ich weiß, das ist wahrscheinlich so ein Standardsatz, aber ich habe ja alles schon gemacht. Guck mal, die Warnung mit den Bonding-Punkten kommt ja auch nochmal. Ich gehe jetzt zurück. Now, I suppose I head back inside. I can sit and wait for the others to get back. Sag mir bitte, dass ich nichts ausgelassen habe. Bitte. Na, ihr zwei? Hi, Angie. Looks like we caught you at just the right time. Were you planning on going inside too? Oh, hello. What's wrong? You seem all flustered. Well, we got a message from the guys still inside the ship. They said that something's happened over in Crossbell. In Crossbell? Ich kriege schon wieder richtig Cryptid-Ambition-Vibes. We saw, nee, nicht Ambition, Assoziation, so rum. We saw the city covered by a blue barrier from where Gorelia Fortress was, but it's not that, I'm guessing. Believe it or not, it's something even weirder. We're planning to go and get a closer look at it. Would you mind grabbing everyone else still in town and bringing them back here?
We'll be getting everything ready for liftoff in the meantime. Haben wir dafür nicht unseren Akkus? Muss ich jetzt wirklich rumrennen und alle einzeln aufsammeln? Okay, I'll be back as soon as I can. I'll leave everything here to you. Tatsache, jetzt laufen wir rum. Wie zu Neandertaler-Zeiten laufen wir jetzt von Höhle zu Höhle und sammeln alle einzeln auf. Reen quickly left to find his classmates. Once everyone was gathered at Berea Hut Airport, they boarded the Courageous, then promptly took off. Das klang auf jeden Fall nicht gut. Wobei weird sagt ja erstmal als Begrifflichkeit nichts Konkretes aus. Das kann ja in alle Richtungen gehen. Yes! Endlich mal wieder ein S-Grade. Sehr schön, so muss das. Mehr davon. Ich glaube, die letzten beiden waren jeweils nur ein A. Bin gespannt, ob es am Ende für diese A0-Trophäe ausreichen wird, die es ja in Teil 1 gab. Ich schätze, das wird es hier auch geben. Also den höchsten Rang zu erreichen. Course to the east-northeast is clear. All hands remain vigilant. The ship's approaching maximum cruising speed. We should be getting close to the fortress soon. Please get in touch with the 4th Armored Division and the Railway Military Police. Aye, aye, Captain. Oh my, I think I can see something in the distance. Was denn genau? What the? I'm getting some very strange readings here. Strange, weird. Ich kann mir nichts drunter vorstellen und habe ein bisschen Bammel. Ist das sicher, hier draußen zu stehen? I can see Crossbell now. There seems to be something emitting light in the distance as well. What in the world is that? I don't know. That blue barrier that was surrounding the city before is gone. But now there's something even more unbelievable in its place. An azure tree? Yeah, it looks like a tree to me too. It's got all those branches coming out of it. I don't think trees so vast even exist in legend. Never mind in reality. Yeah, there's something completely otherworldly about it. Do you know what it is, Celine? I wish I did. There's nothing like that in any of the clan's legends. Just what is happening over in Crossbell? Also wenn Celine nicht Bescheid weiß, dann sind wir komplett ahnungslos, weil sie ist immer die letzte Bastion für Erklärungen, für mögliche. Was ist das denn für ein Schiff? Ach, von den anderen. Bisschen bekannt kam es mir vor. Da haben wir ja schon mal gekämpft. Now that's damned impressive. It must be over 2,000 arge tall. Oh, never thought I'd come face to face with something that big in my lifetime. Life's just full of surprises. Oh, this is the very essence of beauty. So this is the fruit of the Azure Zero project, a testament to the power of human obsession. Looks like everything did go according to plan. Not that any other outcome was ever a possibility with my illustrious lord lending a hand. So that showed up as a result of that phantasmal blaze plan of yours? And you're planning on spawning something like that over here, too? That we are. What you see before you is a miracle born of human hands, made manifest by the Zero Child. The end of the second movement is finally nigh. Let the preparations begin. This story's finale is bound to be one to remember. Guess it's almost time to wrap things up. Wonder if it'll go how she and Campanella wanted to, though.
Campanella. Der Name sagt mir was. Der ist doch auch aus Trades in the Sky, oder nicht? Ich weiß gerade nur nicht, erster, zweiter, dritter Teil, vielleicht auch alle. Oh Mann, ey, ich muss mich da erstmal wieder ein bisschen in die alten Story-Zusammenhänge reinlesen zu gegebener Zeit. Aber die Brücke zu Crossbell, die ist gerade sehr interessant. Und es war gerade von einem Azure Zero Project die Rede. Was auch immer damit gemeint ist. Aber wir wissen ja, dass es Trades from Zero und to Azure gibt, ne? Excuse us, Lord Rufus. Well, if it isn't General Le Guin and Brigadier General Bardius. I had thought you were still on the Western Front. Das sind die beiden, die wir zuletzt in der Gram gesehen haben, ne? Die für so viel Aufruhr gesorgt haben. Ich glaube, das war die letzte Begegnung. Might I ask what brings you here? Do you even need to ask? First Ruhr, now Bereahard. The Eastern Front is collapsing as we speak. I see no reason for us to remain in the West any longer. I wouldn't go quite that far, General. As long as the West remains well protected, Heimdall will not fall. As for Nortia and the elements which sided with Duke Alberea, they could always abandon their neutrality. The war is still ours for the winning. That hasn't changed. An impressive analysis. By the way, would you happen to know anything about that vast tree that's sprouted up in Crossbell? Is it even a tree to begin with? I haven't viewed it from up close, but the pictures were like nothing I'd ever seen. It could be completely harmless, but it's likely causing Erebonians in the East no shortage of anxiety just by being there. I quite agree, and that concerns me as well. Still, Duke Cayenne insists its appearance was planned. There should be nothing to fear. Really now? I was aware he was affiliating himself with some suspicious society of sorts. Could the two be related? What happens behind the scenes is of no concern to us, I suppose. We are warriors. We live to fight on the battlefield. So, dear Chief of Staff, who is our next opponent to be? Getting right down to business, I see. I'd like for the two of you to defend the capital. Your opponents are to be the 3rd and 4th Armored Divisions, who will be advancing upon it within the next few days. Oh, is that so? What? So they're risking everything in an attempt to take back Heimdall? That is what I predict will happen, yes. I think Craig the Red and One-Eyed Zex will prove to be enough entertainment for the two of you, wouldn't you agree? After all, only the best will do for the two strongest soldiers the Provincial Army has to offer. All right, you win. You have my attention. The prospect alone has my blood boiling in anticipation. I concur. Very well. We shall do as you say. This is sure to be a clash for the ages. Ja, das glaube ich auch. Die Frage ist, wie Class 7 dort mit reinrutschen wird. Die werden wahrscheinlich auf der Seite von Elliots Vater und 6 da irgendwie mit reingeraten. Aber wo zur Hölle sind wir hier? Ich glaube, das mit dem Baum, das wird auf jeden Fall schon mal der Vorbote sein für die nächsten beiden, also für die beiden Crossbell-Spiele, die in der Chronologie ja als nächstes kommen würden, Azure und Zero. I had no idea all this existed right under the palace. Duke Cayenne, can I ask exactly where we're going? There is no need to look so concerned, Your Highness. The place we are traveling to is to the center of this city. No, this country. And a place that governs a great power. It is where everything both ends and begins. I'm not sure I understand what you mean. Please, be careful of your footing. If you were to fall off the platform, you most assuredly would go splat and die. Now, it won't do to frighten him. And I must say, I don't recall doing so ever being part of your duties. Pardon me.
I believe we're almost there. Das wird bestimmt der letzte Dungeon sein oder so. Aber interessante Konstellation hier mit den dreien. Mir tut der Kleine irgendwie ein bisschen leid, ich weiß auch nicht. Ach, sie ist auch hier. I've been waiting for you. Vita Clotilde? The opera singer? What are you doing in a place like this? Greetings, witch. I see that tree emerged successfully. It certainly did. All that remains now is to continue the preparations here. However, let me remind you that under no circumstance... If you would, spare me. You've made yourself perfectly clear on occasions past. And I am hardly enough of a fool to attempt to defy commands from a witch. What are the two of you talking about? And why did you bring me here? Patience, Your Highness. All will be clear in due time. Oh my, could this be it? What is that thing? What's this feeling? Marvelous! Marvelous! This is the legendary demon said to wield 1,000 weapons. The Crimson Calamity, which was sealed away by Saint Sandlot and Drykel's 250 years ago, and a fragment of the great power. The Vermilion Testarossa! Testarossa. So. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich hier so ein bisschen Finalgefühle. Das, ja, die Frage, die sich mir gerade in erster Linie stellt, ist, wer steuert dieses Ding? Oder wer ist imstande dazu? Weil das ist mit den Knights ja nicht so einfach, ne? Es kann ja nicht jeder jeden Knight einfach so nach Belieben für sich nutzen, oder funktioniert der autark? The Azure Tree? That's the name of the bizarre tree that appeared in Crossbell then? Yeah, I found it out from the guild branch over there. Things still seem to be tense over in their direction. No one's really sure what it's for or what it can do. Don't think it'll have any direct effect on Erebonia, though. Well, I suppose that's good news. Sort of. Still, people on this side of the country are understandably feeling uneasy about it. Yeah, people have enough to worry about without a giant glowing tree sprouting up from out of nowhere. Anyone would start feeling nervous at the sight of such a thing. At least it should keep Calvert off our backs for a while, right? They're as clueless as we are on what that thing is, and they're not going to risk an attack before they know for sure. Exactly. In a sense, it's doing the same thing for us the barrier around Crossbell City did before it up and vanished. It's probably the best distraction Erebonia could ask for about now. Oh, is that what your bracer instincts are telling you? It doesn't take a bracer to think that, Eustace. If Calvert were to invade right now while the war's going on... True. The situation we're under is plenty chaotic as it is. All we can do right now is keep doing what we always have, and gather information. I'm sure we can do something to improve the situation here, but we don't know enough to decide what that something is. I'm with Gaius. Let's just take a deep breath and do the best we can. That's the best attitude to have right now, too. One thing we could do is keep looking around for other Thor students. We could always use more help, right? We still need more Zemirian ore, too. Oh, that's right. And there are still more spirit shrines left to explore as well. Strangely enough, our best course of action is to simply continue doing what we've always done, albeit with renewed dedication. That works for me. Sounds like you've got things covered in the east, which means that all that's left for me is to wish you good luck. Take care of it. Okay, Sarah? What else would I do? And you take care of yourself, too. We wouldn't want anything to happen to you before you reunite with your dearest
Carnelia, now would we? Yeah, would you just drop that already? Anyway, keep it up, guys. I'll be in touch. Oh, there goes all my fun. What was all that about? Toval's girlfriend? It did sound that way. For further details, please consult a certain famous novel about a certain lovable scamp. Now certainly available in all bookstores. Poor Toval. Anyway, we should probably get to work. The best place to start would be checking the latest request from Prince Oliver. Oh, herrlich, ey. Wie gern ich die Gruppe einfach habe. Ich frage mich echt, ob wir Torwell irgendwann nochmal ins Team holen können. Ich meine, er würde es vermutlich schwer haben, aber ich warte auch mal wieder auf ein Comeback von Sharon und von Claire und so. Wo sind die ganzen Leute alle hin? Missed Opportunity. Butler Klaus, the trouble you helped resolve here in the Gram has, shall we say, unresolved itself and continues to worsen. We believe the cause may again lie within Lohengrin Castle. As such, we would ask your class to investigate it and see if you can resolve whatever the problem may be. Please contact us at the Gram Bracer Guild if you are able to assist us. Das werden wir tun. Fragt sich nur wann. Hearts in Harmony von Rosine. I want to hold a concert to show the people of Celtic that all is not lost and help them start to heal. Would you be willing to aid me, Class 7? I'm hoping for Elliot's in particular. If so, please come meet me in Celtic's Chapel. We can figure things out from there. Das werden wir tun, meine Liebe. Und Canyon... Canyon or Cantion. Oh, Entschuldigung. Do you remember the scenic views of Oros Canyon, the day we spent there so in love? Wait, wrong letter. Anyway, Rain, my good man, I've received word of a dangerous monster on the Oros Canyon path. Could you be a dear and take care of it for me? Ach, das kommt direkt von Prince Oliver, das habe ich gar nicht gecheckt, gerade eben. Volzeron. Location, Oros Canyon Path 3, East Area of the main road. Ja, machen wir. Zu gegebener Zeit. Reihenfolge und so könnte schwierig sein. There's a request from Rosine about Celtic. Yeah, if we can, I'd love to help her out. Me too. It's the least we can do after all the market manager did for us. I'm in agreement. We should try and help her if time permits. Klaus also has something in mind for us, it would seem. And that being said, I think it'd be best if I were to accompany you for the time being. I'd like to come along too, especially since we have the spirit shrines to worry about. Of course, Celine will be coming with me. You'll need both of us to get through the shrines after all. That sounds fine by me. Thanks. All right then, let's go. Oh. It is temporarily not possible to remove Laura from the party. Damit kann ich sehr gut leben. Achso, ich dachte, Emma hätte sich jetzt auch fest eingeklinkt, aber das ist jetzt easy. Jetzt kann ich mir ja wirklich meine Wunschtruppe zusammenstellen. Ja, wobei Wunschtruppe zusammenstellen per se gar nicht so easy ist, so, weil das sind so meine Hauptleute, aber was mache ich jetzt? Uses, Elliot, Fee sind alle irgendwie eine Option. Ich tendiere tatsächlich am ehesten zu Uses. Das war mein erster Impuls und ihn hole ich jetzt auch mit rein. Ich müsste halt nur gucken, ich weiß nicht, wer jetzt hier noch ausgerüstet ist, wem ich gegebenenfalls Quarze und Equipment und sowas alles abnehmen muss. Aber da werde ich ja noch genug Gelegenheit haben, das dann offscreen einmal aufzuräumen. So, die haben wir gerade eben gecheckt. Reporten kann ich nichts. Ah, das ist immer eine interessante Übersicht. Theresia haben wir doch das letzte Mal in Berea hart getroffen. Rex war auf der Drake Barrier Dings Bridge. Irgendwas. Okay, also jeden haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Ob ich jetzt für jeden den Ort nochmal zusammenkriege, keine Ahnung. Komme ich jetzt hier eigentlich? Hä? Ach da, ich habe gerade auf der linken Seite meine Auswahl-Dings vermisst. Ach so, ich komme ja hier auch rein. Okay, na dann ist das ja easy. Dann kann ich das ja ganz komfortabel hier alles anpassen. Aber das mache ich nicht während der laufenden Aufnahme. Was ich aber definitiv mit euch einmal durchgehen wollte, ist diese Geschichte hier. Denn wir haben noch ein neues Rezept. Und diese Lücke hier, die macht mir jedes Mal schlechte Laune, wenn ich in das Menü reingehe. Aber wird schon. So, ich fange jetzt mal mit dem Schlechten an. Also Sarah, ey, du bist mitunter die Beste, ja. Nicht falsch verstehen, aber
Ich meine nur das schlechte Kochergebnis und da bist du hier gerade prädestiniert. Freeze 50% Area M. Okay. So, Laura oder Alisa. Ich hoffe, dass eine von euch mir die 4er-Kategorie freischalten kann. Das wäre mega awesome. Sie hat es schon mal nicht geschafft. Also vielleicht kann sie es, aber ich hatte nur Pech. Das kann auch sein. Und nope, aber das war auch kein Best Outcome. Alisa 1 oder 4? Ansonsten bleibe ich bei dir. Das hat sich gereimt. Okay, die Wein. Ungeil. So, da müssen wir jetzt nochmal nachjustieren. Party organisen. Das heißt einmal Elliot, einmal Markias, einmal Fee und einmal Milliam. So, da muss jetzt die Person mit dabei sein, die uns das zusammen kochen kann. Es sei denn, Alisa und Laura haben mich getrollt. Was natürlich auch sein kann. Aber Elliot und Milliam, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer von den beiden hier aushelfen kann. Jawohl! Harmonious Parfait. Was gar nicht mal so schlecht ist. Also der Heilungseffekt ist jetzt nicht allzu groß, aber holla die Waldfee. 5 Statuswerte, 5 werden erhöht. Ich glaube, das ist so ein neuer kleiner Rekord irgendwie. So, warte mal, jetzt erstmal wieder. Wen hatte ich jetzt hier drin? Sie und sie und sie und ihn und einmal Confirm und alle sind glücklich. So, Tower, was geht? The Azure Tree's appearance is definitely spooky, but we can't let it stop us from doing what we have to do. We need to recenter our efforts on the spirit shrines and gather up all the students that are still waiting out there. And if we are lucky, that will help soothe the minds of some of the Erebonians who are freaking out about it too. In other words, let's just keep on doing what we do best. Jawohl. Our only option now is to keep doing what we do best. With any luck, that will help alleviate some of the stress around the Azure Tree's appearance too. Da sagst du was. Ich habe übrigens auch immer noch die Trainingssession offen hier auf der Courageous, ne? Sollte man vielleicht auch irgendwann mal in Angriff nehmen. Da ging es ja um... War irgendwas mit Reflektieren, glaube ich. Aber wir machen erstmal hier weiter. The Noble Alliance is really losing momentum here in the East. They're not wiped out just yet, but we should have enough leeway to explore the shrines without too much worry. Hopefully, but we don't know for how long. We've really got to get to work. Yep, just stay alert. I know you have Laura and Emma with you, but come see me if you need me. Sie kommentiert meine Gruppenzusammenstellung. Sie hat das bestimmt nur... Achso, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Sie sagt das bestimmt nur, weil Emma das so proaktiv erwähnt hat. Aber Emma ist nicht festgelockt. We shouldn't have to worry about the Alliance too much while we're exploring the shrines. Never hurts to keep your head on a swivel, though. Anyway, if you need me to come with you, just let me know. Ich glaube, Vieh ist traurig, weil ich sie nicht im Hauptteam drin habe. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Menno. I'm sorry. Das war nicht der Plan, aber ich muss ein bisschen durchswitchen. That Azure Tree's thing is pretty nuts, huh? They're picking up readings from it all over the east side of the country, even if places that are really far from Crossbell. We shouldn't have to worry about it too much. Just stay focused on the shrines for now. Aye, aye, Vieh. Ich glaube, da wird noch so viel Zeit vergehen, bis ich in die Schreine gehe. That tree really is pretty, though. I bet Ida would flip if she saw it. She'd probably try and figure out a way to grow one in the Academy's flower beds. Das könnte sein. Sieht aber auch schön aus, das Ding. Also wer könnte es ihr verübeln? Aber ich glaube nicht daran, dass der Baum irgendwie was Gutes darstellt. The Kreuzen Provincial Army may have withdrawn from the war, but that doesn't mean we can let our guard down yet. Especially after Rufus barged his way into our transmission range like we left the front door open. I'll do whatever it takes to keep us out of contact with the Noble Alliance from now on. Then I'm sure we won't hear a peep. You've proven your piloting skills time and time again at this point. I've got nothing but faith in you. Haha, someone knows how to give a compliment. In that case, young Mr. Schwarzer, allow me the pleasure of ferrying you to the remaining Spirit Shrine pace. Meine Güte. The Courageous is really purring now, obeying my every command too. I should be able to get you to those leftover Spirit Shrines in a blink.
was ich mir damals noch für Sorgen gemacht habe, ne? Weil ich dachte irgendwie, dass ich welche ausgelassen hätte oder irgendwie, keine Ahnung, zu früh mit der Story weitergemacht habe, aber hier klärt sich gerade alles. That tree thingy sure is crazy. I wonder if Bitchy can see it, wherever she is. The tree thingy sure is crazy. Kann es aber sein, dass dort, wo wir den Kleinen gesehen haben, oh, ich habe den Namen vergessen, da wo sie den Fahrstuhl runtergefahren sind mit Yu Cayenne, waren die da nicht vielleicht sogar am Fuße des Baumes? Weil das sah so dieses Geflecht an Kabeln, was so ein bisschen auch Wurzeln hätten sein können. Das sah so, könnte so diesen Baumstamm vielleicht darstellen, keine Ahnung. Phew, I think I'm finally on top of all the inquiries coming in. But I can't believe how relaxed Vivi looks over there. You'd think she'd be at least a little stressed right now. I don't think that's a bad thing exactly. She does things at her own pace, but she has never let us down when it counts, even if she does love screwing around most of the time. Oh, what's that? Who loves screwing around, Reen? Oh my, I should have known, you naughty boy. Und da geht's wieder los. Vivi, how many times do I have to tell you not to play with the airship's intercom? She must be trying to keep her sister from getting too gloomy, or maybe she's just screwing with me. I can't believe her. I have to go yell at her again later before she winds up in real trouble. Still, I can't deny that it's kind of nice having someone who's so cheerful around when I'm feeling anything but. Ja, hat halt alles so zwei Seiten einer Medaille, ne? Ey, ich meine, ich bin ja völlig fein mit Vivi so inzwischen. Die würde mich halt hart nerven mit ihren ganzen Streichen. Auch im ersten Teil war das teilweise schon ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen grenzwertig. Nur hier hätte ich Sorge, dass eine gewisse Gefahr von ihr ausgeht. Weil sie steuert das Schiff ja irgendwie mit und koordiniert und macht und tut. Und ja, davon könnte eventuell auch unser Leben abhängen, ne? Das nur am Rande. Also da würde ich an Reens Stelle, ich meine, Towa ist ja der Captain, sie muss das ja kommunizieren, aber volle Konzentration erwarten, um hier niemanden ernsthaft in Gefahr zu bringen. I understand Toad's point about that tree's appearance being more of a help than a hindrance to Erebonia, but doesn't it seem far too convenient for it to appear just as the threat of an invasion from Calvert began to loom? As strange as it is, I think it really is just a coincidence. But let's leave Crossbell's problems to Crossbell. We should focus on doing what we can for the people here in Erebonia. That tree sprung up out of the blue. Who can say whether it could disappear just as suddenly? You do have a point. I wish you the best of luck with gathering enough Zemurian ore. It may not seem like it now, but doing that is an important step in securing a peaceful future for Erebonia. Mein Handy hat geklingelt. I can't deny it. I'm looking forward to seeing what form the finished blade takes. Just imagining the towering Valimar striking the same pose you do with your sword makes me excited. Well, here's hoping we can look cool enough to live up to the prince's expectations. I can't deny it. I'm looking forward to seeing what form the finished blade takes. I have no doubt it will serve as a very important step in securing a peaceful future for Erebonia. Also, ich teile eher ihre Meinung nicht, beziehungsweise Reens Meinung nicht, dass wir den Baum erstmal ignorieren sollten. Man hat halt schon zu viele JRPGs gespielt, ne? Und Bäume, die aus dem Nichts auftauchen und wahrscheinlich so ein riesiger Energiekatalysator sind, können nichts Gutes heißen und betreffen in der Regel nicht nur eine Region, sondern die ganze Welt. There's a book on the other order of... Achso, das ist das Standardmäßige, was wir schon haben. Für einen ganz kurzen Moment dachte ich, kommt hier eine neue Farbe wieder fürs Orbel-Bike, aber ergibt ja keinen Sinn. Denn dieses Regal steht da schon seit eh und je und gibt uns immer die gleichen Informationen. So, guten Tag, die Damen. If that tree's anything to go by, things must be wild over in Crossbell right now. We're going to have to brace ourselves. Things might get even worse over here. But I guess it's a waste of energy to worry now. We just have to gather up more crew members in case they do. Wait a minute, isn't Theresia in Berea hurt? We might be able to convince her to come with us now that Emily's here. Ich denke auch. Wir haben Theresia ja in 1, 2 Szenen hier auch schon gesehen. Sie hat ja auch immer so ein bisschen... Ich glaube, einmal haben wir sie auch frontal in so einer Sitzecke angesprochen, oder? Und einmal haben wir gesehen, wie sie mit ihrem Vater gesprochen hat beim letzten Besuch.
Well, we set Berea Hut free, but where's Theresia? I mean, she's gonna be somewhere in the city, right? But where, man? Where? Das grüne Ausrufezeichen wird regeln. Well, we set Berea Hut free. Eile mit Weile, gute Frau. Wir werden sie sicher und in ganzen Stücken irgendwann aufs Schiff bringen. Davon bin ich überzeugt. So, und hier ist dann die Herrenrunde scheinbar. Hey, Loggins. Ne? Alan's gonna clear his mind, but no matter how hard I push him, he just can't. At least he sees what he needs to do, and he's growing as a person, if not a swordsman. Alan's gonna clear his mind, but no matter how hard... Swordsman, okay. So, Alan, was ist mit dir los? Vertrauen Sie sich uns an. Damn it, I just can't focus. The more I think about Bridget, the more nervous I get. At this rate, I'm gonna be completely useless. Ah ja, wir bringen deine Bridgie schon irgendwann wieder zurück. Vielleicht sogar in der nächsten Folge schon. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das Ganze hier angehen werde. But we will see. Gut, ihr Lieben, ich werde dann an dieser Stelle einen Break machen. Wir werden beim nächsten Mal die Courageous weiter inspizieren, mit den Leuten hier sprechen und uns dann mal die Weltkarte anschauen und in Ruhe einen Masterplan schmieden, was die weitere Vorgehensweise anbelangt. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!